Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind immer noch zusammen im Allgäu. Ja, wir befinden uns hier in Oberstaufen an der Talstation der Hündlebahn, weil heute möchten wir den Detektivweg der Mountains laufen. Genau, haben uns dafür hier auch schon gleich passend eingedeckt mit diesem Heftchen. Da steht die Geschichte im Prinzip drin. Und kriegt er hier an der Talstation, kostet glaube ich 4 Euro. Ja, Altersspanne des Weges ist 6 bis 14. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, so ganz könnte das trotz des jungen Aussehens nicht mehr passen, keine Angst, wir haben uns zur Unterstützung hinter der Kamera einen Teen mitgenommen. Da passt es mit dem Alter, also sprich beim Rätseln, beim Filmen haben wir ein bisschen Unterstützung heute dabei. Ja, und dann würde ich doch sagen, wir erzählen gar nicht mal so viel. Wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, Dann kommt einfach mit und wir schauen, ob wir es gemeinsam gelöst bekommen. Raus aus der Gondel und ran ans erste Rätsel. Und natürlich direkt rein ins Abenteuer. Worum geht's? Zusammen mit den Mountains Sam, Matteo, Lena und Amelie sollen wir den entlaufenen Hund Tobi finden. Die Ähnlichkeit des Namens des Hundes mit dem wandernden Tobi ist natürlich rein zufällig. Eine Schnitzeljagd gleich bewegten wir uns von Station zu Station. Anne las die Texte und dann ging es an das Enträtseln der Hinweise. Auf ihrer Wanderung weiterhin die Augen offen zu halten. Immerhin hatten sie vor, Tobias und Daki sollten beim Spielplatz auf ihn warten. Die Aufgaben hierbei waren vielfältig. Vom Spurensuchen über das Auffinden von Hinweisen, kleineren Kombinationsrätseln oder Durchsuchungen bewegten wir uns so in Richtung Talstation der Hündlebahn und immer weiter auf des Rätsels Lösung zu. Die Suche nach Tobi blieb aber nicht das einzige Rätsel. Unterwegs lernten wir allerhand illustre Charaktere kennen und schnell wurde klar, dass in der Gegend ein Wilderer sein Unwesen treibt und von uns Spürnasen entlarvt werden wollte. Der Weg zur Lösung des Kriminalfalles war kein ungefährlicher. Waren doch allerlei Fall... Achtung! Glück gehabt. Anne war federleicht und schwebte über die Falle einfach hinweg. Den Gefahren zum Trotz ging es weiter und neben den vielen Rätseln musste man hier und da auch seine Geschicklichkeit beweisen. Mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Das selbst der geht nicht. Komm, ich will jetzt auf. Ja, okay. Ja, mach mal. Ja. Das wäre jetzt gut gewesen. Aber den treffe ich jetzt hier. Zuweilen ging es auf dem Weg sogar musikalisch zu.
So ähnlich. Keine Ahnung, wo man aufhört und anfängt. Zur Lösung des Rätsels kam es aber auch auf die Orientierung an, wo ich mal wieder, wie im echten Wandererleben, nicht unbedingt die beste Figur beimachte. Den willst du jetzt aber nicht ganz durchmachen, oder? Schon verloren. Ja, fantastisch. Nein, da, ja. Das dunkle Gehen, nicht das Weiße. Das sehe sogar ich von hier, Tobi. Ja. Schlussendlich schafften wir es, Tobi zu finden und brachten ihn zu seinem Herrchen zurück. Nun mussten wir nur noch den Wilderer überführen. Wer das wohl war? Vielleicht die Bäuerin, der Wanderer oder der Ranger oder vielleicht eine der weiteren verdächtigen Figuren, denen wir unterwegs begegnet sind. Ob wir alle Rätsel richtig gelöst haben, erfuhren wir am Ende in der Mounteens-Zentrale, als wir einen Code, den wir durch das Lösen der Rätsel zusammengesetzt haben, in einen Computer eingaben. Natürlich haben wir es geschafft. Wie die Lösung ist? Na, das wollen wir natürlich nicht spoilern. Das müsst ihr vor Ort schon selbst herausfinden. Wir haben es geschafft, der Weg ist gelaufen. Und das Rätsel gelöst? Genau, war insgesamt doch eine sehr schöne Sache. Also der Weg selbst ist ja etwas einfacher gehalten, dass Ist auch genau, Sinn und Zweck der Sache, genau, weil jeder laufen kann. die Altersspanne haben wir am Anfang schon genannt. Genau, die Rätsel waren auch sehr schön, abwechslungsreich. Ja, die waren zum Teil wirklich, wirklich sehr gut gemacht. Es ist kurzweilig, sowohl für alt als auch für jung, weil man die Rätselstationen sind nicht zu weit auseinander, aber auch nicht zu nah beieinander. Also das läuft richtig gut. Man hat die Challenges noch dazwischen. Genau, also mit dem Balancieren, mit dem Musizieren, was wir euch ja gezeigt haben. Genau, und der Weg geht auch nicht nur runter, wie ich ja erst vermutet hatte, weil man mit der Bergbahn hochfährt. Und dann dachte ich, oh schön, geht nur bergab. Anne dachte ja. das. Ich habe vorher das Höhenprofil natürlich mal angeguckt. Genau, aber im Wesentlichen, ja, ging es eigentlich nur. Aber schön abwechslungsreich, ist auch nett, genau. wenn es mal hochgeht. Und es waren auch schöne Aussichten und Ausblicke dabei, hat man ja auch gesehen. Ja. Also ist zu empfehlen für Familien zu laufen, wenn man Auf hier jeden Fall. in der Gegend ist. Man hat noch die Rodelbahn hier da bei der Talstation dabei, man hat noch Minigolf, einen Minigolf, einen Spielplatz. Also Ja, gerade ist für also Familien wirklich perfekt. Für Familien wirklich eine schöne Sache. Genau, also uns hat Spaß gemacht. Trotz der vielen Leute, die da waren. Genau, also oben war es recht voll. Das vielleicht nochmal so, gerade bei dem Wetter, Feiertag heute, da war ordentlich was los. Gerade bei den ersten 7 Stationen Aber hat es sich schon sehr gestaut. Es verläuft sich. Hinten raus hat es Genau. Und wer damit kein Problem Genau, hat. Also, zum Thema Laufen. Ich würde sagen, wir laufen jetzt auch mal rüber und holen uns ein Eis. genau. Heißt mit anderen Worten, von uns war es das für dieses Mal wieder. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir euch beim nächsten Mal wieder.